Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen heute wieder zu 40k mit Mario. Ich bin sehr gespannt, was er vorbereitet hat. Ich weiß nicht, was kommt. Ich lasse mich überraschen. Er hat es letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert, aber wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir gehen direkt rein. Moin Mario. Hi Marie. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Was haben wir uns letzte Woche angeschaut? Weißt du es noch? Wir sind einmal komplett den gesamten Spielablauf durchgegangen. Genau. Wir haben uns quasi den Ablauf eines Zuges angeschaut. Jetzt wissen wir quasi, wie wir unsere Figuren über den Tisch schieben, wie wir mit ihnen schießen und wo wir die Regeln dafür finden. Mhm. Und jetzt hattest du mich letztes Mal schon so nett gefragt, und wie gewinne ich das Spiel eigentlich? Weil darum geht es ja am Ende. Genau. Ne? Also es ist zwar schön und gut, dass man seine Sachen darüber schiebt, aber man spielt ja eine Schlacht nach. Das heißt, irgendwie muss es einen Gewinner und Verlierer geben. So sieht's aus. Das macht das Spiel mit sogenannten Missionen. Da gibt es verschiedene. Wir wollen aber auf ein Turnier spielen, deswegen gucken wir uns die an, die für ein Turnier wichtig sind. Das nennt sich nämlich Chapter Approved. Ist ein Kartendeck, das kann man kaufen und da ist alles drin, was man braucht. Welche Tische man spielen will, welche Armee-Regeln man hat und die Sekundärkarten. Was sind Sekundärkarten? Das Spiel an sich ist in zwei Art und Weisen aufgeteilt, wie du das Spiel gewinnen kannst. Mhm. Du spielst Siegpunkte. Siegpunkte sind eine Zahl festgesetzt auf 100 Punkte. So, die ersten 10 Siegpunkte machst du schon mal, wenn du deine Armee bemalt hast. Ist nicht beim Turnier sogar Pflicht, mit bemalten Armeen zu kommen? Ich dachte mal, das wäre sogar Pflicht. Auf den großen ist es Pflicht, aber wenn ihr auf kleinere Turniere geht oder auf so Einsteigerturniere, dann ist es oft nicht Pflicht, dass die Modelle bemalt sind. Das ist gerade toll für Leute, die noch neu einsteigen und so einen riesen Hobby-Backlog haben. Die können dann immer gucken, das gibt es in den Turnierregeln, findet man dann auf Tabletop-Turniere oder auf den Webseiten. Aber bei den großen Events, zum Beispiel wie die German Major Series, da gilt natürlich Bemalpflicht. Da sind diese 10 Punkte quasi verpflichtend. Okay, krass. Im Grunde bei kleineren Turnieren macht es auch keinen schlimm. Wenn man unbemalt kommt, man muss dann nur wissen, dass man halt 10% seiner Punkte, 10 von 100, nicht erreicht. Dann macht man die Hälfte der Punkte, die man hat, 45 Punkte, macht man über Missionsziele, über die Primärmission. Das ist meistens Missionsziele auf Tischen halten. Das sind Geländestücke. Ihr seht jetzt hier so ein Bild von einem Spieltisch, sehr grafisch dargestellt. Das sind quasi einfach nur Häuser, die ihr auf den Tisch stellt und die zeigen euch an, welche Missionsziele ihr halten müsst. Und dann in 90% der Fällen geht es darum, einfach nur Modelle auf diese Missionsziele zu stellen und sie in eure Kommandophase, die habt ihr schon gelernt, ist zu kontrollieren. Das heißt, da drauf zu stehen, mehr Modelle draufstehen zu haben, wie euer Gegner. Wenn ihr das 5-mal macht, dann habt ihr das Spiel in der Regel gewonnen, wenn der Gegner das nicht auch 5-mal macht. Beziehungsweise dann macht ihr die Hälfte eurer Siegpunkte. 45 könnt ihr so erzielen. Manchmal kann es auch sein, ihr müsst einfach nur darauf laufen und eine Runde da überleben. Aber das stellt quasi dar, dass in diesen Häusern irgendwas Wichtiges drin ist. Wie ein Sensor, ein Gerät oder vielleicht auch eine Mine, die ihr entschärfen müsst. Für die Counter-Strike-Spieler unter uns. Kann man Minen und sowas aufstellen? Ja, es gibt tatsächlich Missionen, die das darstellen. Okay. Das ist ein bisschen abhängig davon, welche Armee man spielt. Aber die Missionen sind so gestaltet, dass sie quasi das widerspiegeln, was ihr in eurer Armee spielt. Das heißt, jedes Spiel in diesem Chapter Proof Deck ist quasi ein erzählerisches Spiel. Competitive. Das ist neu in dieser Edition. Genau, also es ist relativ cool, weil ihr dann quasi so sogenannte Forced Positions habt für euch. Jetzt sucht ihr aus, wenn ihr eure Armee erstellt. Und dann bestimmt das, was für eine Primärmission ihr spielt. Und die spiegelt dann auch wieder. Also wenn ihr zum Beispiel Elfen spielt, die sehr gut da drin sind, überall auf dem Spielfeld zu sein und den Gegner zu verwirren und sowas, dann spielt ihr da zum Beispiel Reconnaissance oder Disruption und spielt Missionen, die das dann auch entsprechend darstellen. Oder wenn ihr zum Beispiel eine imperiale Armee spielt, die ganz viele Körper auf dem Feld stellt, ganz viele Soldaten hat, dann spielt ihr vielleicht Take and Hold und sagt, ich muss das Spielfeld einnehmen, ich muss Gebäude erobern, zurückerobern und halten. Und dann werdet ihr belohnt, wenn ihr das macht. Oder ihr habt eine Armee von Space Marines, die ganz, ganz stark darauf aufbasiert sind, wie ein Schwert zuzuschlagen und den Gegner auszuschalten. Dann spielt ihr Purge the Foe und müsst gegnerische Einheiten töten. Und dann liegen die Missionen gar nicht so im Vordergrund. Das ist das ganz Coole an dem Spiel. Das passt sich so ein bisschen eurer Armeeauswahl an. Klingt jetzt komplizierter, als es am Anfang ist. Das ist relativ einfach. Ihr habt einfach Karten, die euch das dann vorgeben, was ihr spielen müsst.
Genau, das kriegt ihr dann quasi in diesem Kartendeck, in diesem Chapter-Approved-Kartendeck ist das mit drin. Das ist die Hälfte der Siegpunkte, die ihr spielen müsst. Heißt, ihr müsst auf Marker laufen oder ihr müsst überall auf dem Spielfeld sein, je nachdem, was euch mehr Spaß macht. Die andere Hälfte sind sogenannte Secondary Missions, also sekundäre Missionen. Die sind für beide Spieler identisch. Das ist ein Kartendeck, aus dem man zieht. Die mischt man vor dem Spiel und dann zieht man jede Runde 2 Karten. Die sehen so aus. Da steht dann drauf, was man machen muss. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Center Ground und Assassination als Beispiele. Center Ground, wie der Name schon sagt, man muss ins Center, da muss man in der Mitte des Spielfelds stehen und darf möglichst kein Gegner da sein. Dann kriegt man Siegpunkte dafür auf sein Konto. Oder Assassination. Wenn man einen gegnerischen Charakter ausschaltet, kriegt man Siegpunkte. Und das ist quasi zufällig, was man da zieht. Man mischt die Karten durch, 19 Stück sind es in der Zahl und auch da kann man dann wieder die Hälfte seiner Punkte machen, also 45 Punkte. Genau. Das ist natürlich ein bisschen Glück basiert, aber nicht ganz so schlimm, weil man kann die Karten auch auf der Hand halten, wenn man jetzt zum Beispiel Center Ground zieht und man will irgendwie noch gar nicht in die Mitte. Dann kann man das auch einfach später im Spiel erfüllen. Dann spielt man seine 5 Runden mit diesen Karten, zieht sich immer Karten, hält seine Primärmission und wer am Ende mehr Siegpunkte erzielt hat, der gewinnt das Spiel. Wie ist denn da der Vergleich zu Age of Sigmar? Das ist ja quasi so deine Welt, oder? Genau, ja, du hast Battle Tactics, da kannst du dir 2 raussuchen. Die musst du auch vorher anmelden, also wenn du ein Turnier spielst, dann sagst du auch vorher schon an, ich habe die und die Battle Tactic. Da sind in der Reihenfolge 3 drauf. Das heißt, wenn du die erste erledigt hast, dann kannst du erst die zweite machen. Wenn du die zweite erledigt hast, kannst du erst die dritte machen. Und pro gewonnene Battle-Tactic kriegst du dann bestimmte Punktzahl, die dahinter steht. Ich glaube, das sind meistens 5 Punkte. Und nebenher kannst du halt noch Objectives einnehmen auf dem Feld, die dann auch wiederum Punkte bringen. Keine Ahnung, da hältst du 1, dann kriegst du eine bestimmte Punktzahl. Wenn du 2 hältst, kriegst du bestimmte, wenn du mehr hältst als der Gegner, kriegst du eine bestimmte Punktzahl. Und so tun sich dann Primär- und Sekundärpunkte zusammen. Also ist das doch sehr ähnlich zu Warhammer 40.000. Eigentlich sehr ähnlich, nur dass man, wenn ich das richtig verstehe, bei Warhammer 40k die Karten zieht, wie aus so einem Uno-Deck. Und bei Age of Sigmar schon vorher gucken kann, okay, was passt zu meiner Armee. Aber auch bei 40k, wenn ich das richtig sehe, hat man ja bei den Karten dann auch armeespezifische Sachen, die man dann da erfüllen kann, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, also die Hälfte ist quasi armeespezifisch. Das sind die sogenannten Force Dispositions. Die wählst du quasi auch am Anfang des Turniers aus. Das ist deine Primärmission. Und anhand der weißt du dann, gegen was du spielst. Also wenn du dann zum Beispiel spielst quasi Take and Hold und spielst gegen Disruption, dann weißt du schon, welche Mission du spielst. Aber das ist eine andere, die du spielst gegen Purge the Foe. Dann hast du ein anderes Ziel. Okay. Genau. Genauso wie Purge the Foe eine andere Mission spielt gegen Disruption wie Take and Hold. Okay. Aber man kann sich quasi schon darauf vorbereiten und weiß dann, okay, diese 4 Armeen, beziehungsweise die 5 Armeen können mir begegnen. Das sind die Missionen, die ich spielen kann. Und das macht die Hälfte der Punkte aus. Und die andere Hälfte kommt dann über dieses zufällige Kartenziehen der Sekundärmission. Weil auch da kann man theoretisch am Anfang des Spiels, wenn man jetzt die Armee des Gegners sieht, sich auch 2 aussuchen, die man fixed spielt. Da gibt es so kleine Symbole auf den Karten. Das sind so kleine Blöcke. Die kann man dann auch spielen. Zum Beispiel Assassination ist so ein Missionsziel, das man fest spielen kann. Wenn der Gegner zum Beispiel viele Charaktere hat, viele Helden in seiner Armee, dann kann man sich natürlich als Ziel setzen, einfach diese ganzen Helden auszuschalten. Das hat man in Age of Sigmar tatsächlich auch bei einer Battle-Taktik, dass es da darum geht, die Helden auszuschalten. Das habe ich letztens auch erst in einem Turnier, das ich gespielt habe. Da hat das jemand gegen mich gewählt, weil ich super viele von den Elder Phönix-Königen hatte. Und dann hat er sich gesagt, okay, wenn ich die alle ausschalte, dann mache ich doch gleich Assassination. Genau. Genau, und dann gibt es zum Beispiel noch Engage on Fronts, das man nehmen kann, wo man in jedem Spielfeldviertel steht. So, da muss man überall auf dem Spielfeld sein und kriegt Punkte dafür. Das ist schon witzig. Es gibt schon sehr viele Parallelen zu Age of Sigmar, habe ich das Gefühl. Ich glaube, so krass unterschiedlich ist es gar nicht. Es wird nur so sehr krass anders benannt. Daher kommt Verwirrung zustande, glaube ich, weil genau diese Sachen gibt es bei Age of Sigmar auch. Also du hast da auch eine Battle-Taktik, wo du in allen Ecken stehen musst oder wo du mehr von deinen Trupps in dem gegnerischen Bereich haben musst oder halt das mit den Helden oder dass du bestimmte Ziele irgendwie oder halt ein Ziel einnimmst, was der Gegner vorher hatte und so eine Geschichten. Das gibt es bei Warhammer 40.000 auch. Natürlich ist es ähnlich, das Spiel. Ne? Also
jetzt nicht ein Tabletop-Spiel. Wenn man das mal angefangen hat, dann wird man relativ schnell merken, oh, die Sachen sind ja ungefähr ähnlich. Bewegungen werden immer ähnlich ablaufen, das Würfeln vom Würfeln ist immer gleich. Und natürlich auch die Missionen oder wie das Spiel entsteht, die befruchten sich auch gegenseitig. Ne? Also du hast die Möglichkeit, viel wird in Age of Sigmar getestet, was dann für Warhammer 40.000 angewendet wird. Oder umgekehrt, das funktioniert in Warhammer 40.000 sehr, sehr gut und sehr beliebt. Können wir das dann nicht auch noch in Age of Sigmar einbringen? Ja. Wie zum Beispiel die Battle Tactics. Die sind, glaube ich, auch zuerst in Warhammer 40.000 entstanden. Mit den Secondary Missions und wurden dann nach Age of Sigmar gebracht. Okay, das ist spannend. Man kann mit diesem Kartendeck im Grunde direkt losspielen. Das kann man sich auch teilen, hier dieses Chapter-Proof-Deck. Da sind nämlich Karten für beide Spieler drin. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem Kumpel anfängt zu spielen, dann kann man sich auch einfach nur ein Deck holen und sich das dann teilen. Sehr, sehr nice. Tipp. Das ist das 40k, was auch auf Turnieren gespielt wird, was ich sehr cool finde. Übrigens auch ein positiver Aspekt dieser neuen Edition, dass dieses erzählerische Spiel und das Turnierspiel in die gleiche Richtung bringen. Das ist cool, ja. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so der Typ Take and Hold oder Purge the Foe seid. Jetzt musst du sagen, was ist Take and Hold und was ist Attach to Fold ganz übersetzt. Take and Hold, seid ihr eher so der besitzergreifende, wollt ihr Sachen erobern und halten oder wollt ihr lieber schnell zuschlagen und eure Feinde auslöschen? Das ist eine interessante Frage. Bin gespannt, wie Leute das beantworten. Bin ich gespannt. Oder gibt es vielleicht lieber Leute, die Reconnaissance spielen und sagen, ich bin eher so der Aufklärungsmensch, ich will eigentlich nur Sachen rausfinden und dann wieder abhauen. Gibt's das auch? Das gibt's auch, genau. Witzig. Das ist dann so ein bisschen defensiv, aber. Alle Aspekte, die man so aus den Geschichten und aus den Romanen kennt, gibt's quasi auch als Mission. Okay, geil. Das ist cool. Und so kann man auch mit seiner Armee immer ein bisschen abwechseln. Weil die Armeen ermöglichen einem auch, natürlich alle diese Dispositions zu spielen. Natürlich bauen sich die Armeen dann anders zusammen und manche funktionieren mit manchen halt besser oder schlechter. Aber theoretisch kann man die auch mit jeder Armee spielen. So gibt es zum Beispiel auch bei den Adeptus Custodes, die eigentlich eher so Purge the Foe oder Take and Hold sind, natürlich auch die Möglichkeit, Reconnaissance zu spielen und zu sagen, wir spielen jetzt eine Aufklärungstruppe der Custodes, die müssen jetzt irgendwas rausfinden. Nice. Ob das jetzt auf dem Turnier die beste Wahl ist, das steht außen vor, aber wenn man damit am meisten Freude hat, kann man das machen. Kann man das tun. Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wenn wir mal spielen, wie sich das alles auf dem Spielfeld dann bemerkbar macht. Das klingt alles viel komplizierter, als es am Ende ist. Aber auch mein Tipp für alle, die jetzt einsteigen, wenn ihr euch die Videos hier anschaut, traut euch einfach zu spielen. Und wenn ihr Fehler macht im Spiel, ist das völlig egal. Spielt erstmal und wenn die Regel euch zu kompliziert ist, lasst sie einfach weg. Und lest sie nochmal durch, guckt, ob euch das besser passt und spielt einfach. Weil Oder nur das Spielen einfach lernt nochmal dieses Spiel nachfragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Geilste eigentlich ist, wenn man dann einfach nochmal nachfragt. Es gibt ja sehr, sehr viele Discord-Server, es gibt sehr viele Clubs und so und man findet eigentlich relativ schnell irgendwie Anschluss in der Warhammer-Szene, egal ob im Laden, ob im Internet, überall. Und ich habe am schnellsten gelernt in dem Moment, wo ich eine Regel nicht wusste, dass ich dann wirklich jemandem geschrieben habe und gemeint habe, du, guck mal, wie geht das? Oder jemand anderen. Meistens kennt sogar der Gegenüber die Regel. Weil wenn du in eine Not gerätst und nicht weiterkommst, dann ist das so, dass dein Gehirn meistens checkt, oh, das ist jetzt wichtig und dann merkt man sich das. Wenn man dann einfach drüber läuft man wieder drüber und wieder drüber. Kann man natürlich auch machen, aber ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selber, dass der größte Lerneffekt ist, wenn man dann tatsächlich guckt, dass man kurz nachfragt und sagt so, warte mal, hier habe ich jetzt eine Lücke. Bis hierhin klappt also, hier habe ich eine Lücke. Jetzt frage ich nochmal nach. Und man kriegt da auch wirklich immer Hilfe. Ich habe noch nie nicht Hilfe bekommen. Oder sowas, genau. Die helfen einem super gerne. Ich meine, die wollen ja auch, das ist ja in ihrem eigenen Interesse, dass du das Spiel richtig lernst, damit sie das Spiel mit dir spielen können. Genau. Also egal wo. Ich hatte das, dass ich schon Probleme hatte und ich habe einen Warhammer-Shop gefragt und da ist dann so, dass wenn der Store-Manager selber nicht genau weiß, dann werden die Bücher gezückt und dann wird nachgelesen. Ich habe in einem Discord-Server, wo Leute waren. Also ich habe das auch selbst bei mir, obwohl wir jetzt zum Beispiel nicht nur Warhammer haben. Beim Discord ist es so, dass wir ganz oft Fragen auch haben von Leuten, die dann spielen, sagen, du, wie war das nochmal? Oder kennt sich damit jemand aus? Und oder bei anderen Discord-Servern oder
bei WhatsApp-Gruppen, dieser Kreis wird ja immer größer von Leuten, die man kennt, die dieses Spiel spielen. Und irgendeiner ist auch immer dabei so, okay, ich weiß es selbst nicht, aber finde ich interessant, ich schlag das nach. Und dann kriegst du so ein Screenshot von der Regel geschickt. Und so prägt sich das dann auch ganz gut in den Kopf ein. Also wenn man einfach macht und in dem Moment, wo man nicht weiterkommt, einfach sagt, okay, das interessiert mich jetzt, aber jetzt frage ich nach. Das hast du ja sogar bei den Turnieren, wo du dann sagst, Judge, wie war das hier? Und dann kommt jemand, also du hast es ja sogar auf den Turnieren, dass du manchmal Situationen hast, wo du dir regelunsicher bist oder so. Und bevor du dann da Zeit verlierst, kommt dann der Judge. Genau, und der hilft dann auch immer. Genau. Auch wenn er mal grumpy guckt. So sieht's aus. Deshalb, also Fragen ist immer gewünscht. Jeder weiß, wie schwer das Spiel ist und jeder ist da hilfsbereit. Also ich kenne sehr wenige, die nicht hilfsbereit sind. Gerade wenn man sagt, man ist jetzt neu mit dabei, dann sind ganz viele Leute sehr geduldig und erklären einem alles ganz genau. So sieht's aus. Ja, cool. Hast du schon eine Idee, was wir nächstes Mal machen wollen? Nächstes Mal gucken wir uns vielleicht einfach mal an, wie man eine Armee zusammenstellt. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, dass man jetzt sagt, okay, wir wissen jetzt, wie wir spielen, wir wissen, wie wir in Missionen sind und jetzt gucken wir uns mal an, was hat denn die Auswahl meiner Armee für einen Einfluss? Hört sich gut an. Was kann ich mit Space Marines spielen zum Beispiel oder mit deinen Custodes? Was wären denn so eine super Einsteigerarmee? Weil das hilft auch, wenn man schon mal quasi was hat. Wir gehen so ein paar Beispiele durch, was so Einsteigerarmeen sind und gucken uns an. Und dann kann man sich gucken, okay, vielleicht hole ich mir die Armee gleich und dann kann ich direkt losspielen, ohne dass man direkt überfordert wird von, was ist jetzt Master Armies? Muss ich einen Charakter dabei haben und was sind 2 Einheiten? Lieber mal das umdrehen und zu gucken, so sieht eine fertige Armee aus. Damit kann man direkt losspielen. Nice. Hört sich gut an. Dann machen wir das so. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Und Ich mich auch. Danke, dass du wieder mir Sachen erzählt hast und der Community und so. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend und würde mich verabschieden. Das wünsche ich ebenso. Tschüss, Mario. Ciao.